Hallo und herzlich willkommen auf dem Stoffmieze YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr so ein Langarm-Shirt ganz einfach nähen könnt. Falls euch mein Video gefallen sollte, dann freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann könnt ihr kostenlos meinen Kanal abonnieren. Weitere Videos und Nähanleitungen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei diesem Video. Ihr benötigt hierfür zwei verschiedene Stoffe. Ihr könnt das Ganze aber auch unifarben machen. Ich habe hier zwei French Terry Stoffe gewählt. Genau. Und dann benötigt ihr noch ein Schnittmuster. Ich habe meins hier von einem Lieblingsoberteil einfach selber abgenommen. Das geht ganz einfach und wie das Ganze funktioniert, habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Um eine solche Teilung hinzubekommen, müsst ihr euer Schnittmuster erst einmal abändern. Ich zeige euch das hier in einem kleinen Maßstab. Also ihr habt ja von eurem Schnittmuster immer nur standardmäßig die Hälfte des Vorderteils und die Hälfte des Rückteils und das pausen wir erst einmal ab. Und zwar brauchen wir für die Teilung das gesamte Vorderteil, also legen wir das Schnittmuster nochmal an den Bruch und pausen halt auch die andere Seite davon ab. Anschließend habe ich von der Achsel 14 cm nach unten gemessen und habe mit dem Lineal eine schräge Linie eingezeichnet. Genau, ihr könnt das natürlich auch sofort auf dem Stoff malen, genau, wie ihr möchtet. Wenn euch der Schnitt dann gefällt, dann könnt ihr alles ausschneiden und auf den Stoff übertragen. Ihr solltet natürlich die Nahtzugabe nicht vergessen. Und hierbei ist auch wichtig, an den Schnittkanten, also an diesen schrägen Kanten, dürft ihr natürlich auch die Nahtzugabe nicht vergessen, weil sonst wird das Vorderteil kürzer als das Rückteil. Ja, ich habe jetzt hier bereits schon alles zugeschnitten. So in etwa sollte dann das Vorderteil aussehen. Und wie gesagt, ihr dürft halt hier an der Kante und an der Kante die Nahtzugabe natürlich nicht vergessen. Erstmal lege ich beide Teile rechts auf rechts übereinander und nähe das Ganze mit der Overlock zusammen. Alternativ könnt ihr auch einen Zickzackstich wählen. Also wie gesagt, ihr näht das Ganze hier mit einem dehnbaren Stich zusammen und wenn ihr das dann habt, dann klappt ihr das nach oben und steppt das Ganze hier nochmal von der oberen Seite mit einem Gradstich ab. So sieht das Ganze dann aus, wenn es genäht ist. Genau. Und dann nehmen wir unser Rückteil, legen das rechts auf rechts übereinander, fixieren das Ganze an den Schultern und dann wird dort auch erstmal mit einem dehnbaren Stich genäht. Ich verwende hierfür wieder meine Overlock-Maschine. Als nächstes werden dann die Ärmel angenäht und zwar werden diese auch rechts auf das Oberteil gelegt. Hier müsst ihr nur beachten, dass es eine Vorder- und eine Rückseite des Ärmels gibt. Die Vorderseite des Ärmels liegt natürlich auf die Vorderseite des Oberteils und die Rückseite auf die Rückseite des Oberteils. Wenn ihr dann das Ganze fixiert habt, dann näht ihr hier wieder mit einem dehnbaren Stich zusammen. Ich mache das hier mit der Overlock und mit dem anderen Ärmel verfahrt ihr ganz analog. Die Ärmel sind angenäht. Was ich jetzt noch gemacht habe, ist hier an den Ärmeln, an den Kanten und an Vorder- und Rückteil die untere Kante zu versäubern. Das müsst ihr nicht machen, das ist nur optional.
Jetzt legen wir wieder alles rechts auf rechts übereinander, und zwar stecken wir erstmal hier an der Achsel fest. Und zwar funktioniert das am besten, wenn die Naht wenn die eine Overlock-Naht in die eine Richtung und die andere Overlock-Naht in die andere Richtung zeigt. Nähe hier wieder mit der Overlock zusammen. Alternativ geht natürlich auch wieder ein Zickzackstich, und auf der anderen Seite macht ihr das ganz analog. Als nächstes ist dann der Halsausschnitt dran. Ich habe mir überlegt, dass ich hier den unteren Stoff auch nochmal im Bündchen haben möchte. Und hierfür messe ich mir erstmal den Umfang des Halsausschnittes aus. Das sind bei mir hier 58 cm. Wenn man jetzt hier normale Bündchenware annähen würde, dann würde man die 58 cm nehmen oder je nachdem, was ihr ausgerechnet habt für euren Umfang, mal 0,8 und hätte dann die Länge. Da mein French Terry aber nicht gut dehnbar ist, fahre ich hier immer gut, wenn ich so circa 3 cm weniger nehme. Also nehme ich hier in der Länge 55 cm und in der Höhe 5 cm. Den zugeschnittenen Streifen lege ich rechts auf rechts übereinander und schließe ihn mit einem Gradstich zum Ring. Das Halsbündchen wird jetzt in der Mitte gefalten und in 4 gleich große Abschnitte eingeteilt. Den Shirtausschnitt teilt ihr ebenfalls in 4 gleich große Abschnitte ein. Hierzu legt ihr zunächst die beiden Schulternähte aufeinander, um die vordere und hintere Mitte zu ermitteln. Und anschließend legt ihr die hintere und vordere Mitte übereinander, um die seitlichen Mitten zu ermitteln. Dann wird das Bündchen angenäht, und zwar rechts auf das Shirt. Und zwar befestigen wir hier erst die Naht des Bündchens auf die hintere Mitte des Shirts und stecken dann im Anschluss alles andere fest. Falls euch das nicht reichen sollte, könnt ihr auch gern an mehreren Stellen feststecken. Und wenn ihr das dann habt, dann wird das Bündchen im Anschluss gedehnt angenäht. Hier bitte jedoch nur das Bündchen dehnen und nicht den Shirtstoff. Das Bündchen ist nun fertig angenäht. Was ich jetzt hier noch mache, ist ringsherum mit einem Gradstich das Ganze nochmal absteppen. Und an den Armen und unten habe ich mir die Saumzugabe, das sind bei mir 2 cm, eingeklappt und festgesteckt. Und das Ganze säume ich jetzt noch mit einer Zwillingsnadel. So sieht dann das fertige Langarm-Shirt aus. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder abonniert kostenlos meinen Kanal. Falls es Fragen oder Anregungen gibt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Video, eure Stoff Mieze.